Gott, ich dachte, jetzt ist endlich Ruhe. Und dann kommt nochmal so eine... Nein, es geht nicht darum, dass du endlich Ruhe hast. Es geht darum, dass du so viel schon getan hast, so viel Entwicklung schon geleistet hast und so viel in dir selbst angesehen und liebevoll umarmt hast, dass es doch absolut verdient ist, dass diese Dinge jetzt einen Abschluss bekommen. Einen würdigen Abschluss, aber auch mit diesem Wissen, ich habe hier die bestmögliche Energie, die mir hilft, diese Themen, die nicht mehr zu meinem Leben, zu meiner Konstellation und meiner Energie passen, ein für alle Mal jetzt auch gehen zu lassen, abzuschließen und in etwas Neues, Positives zu transformieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Underdog Goddesses Podcast, die Ausgabe Mondimpulse, diesmal zum Neumond im Wassermann. Und was der Wassermann mitbringt und damit auch die Eklipsensaison startet, was ja auch ein total spannendes Thema ist, wo ich jetzt sehr gespannt bin, was Caroline uns dazu erzählen wird, werden wir heute in dieser Folge besprechen und wie wir uns mental, seelisch, körperlich und allgemein am besten auf diese Zeit vorbereiten, weil, wie es ausschaut, haben wir da das ganze Jahr damit zu tun, beziehungsweise sogar noch Anfang nächstes Jahr, gell? Also, starten wir rein. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich schon. Ja, du hast es schon gesagt, wir haben da noch das nächste Jahr mit zu tun oder dieses Jahr und das nächste Jahr. Und worüber wir auch immer reden, das Zyklische, die Dinge greifen ineinander. Es ist ja selten so, dass man sagt, wir haben jetzt die eine Sache läuft, dann ist die zu Ende, dann fängt die nächste Sache an, sondern wie im Leben, es passieren Dinge gleichzeitig, nebeneinander, parallel. Und die eine Sache beginnt, die andere hat schon angefangen, die nächste ist gerade so in den Endzügen. Und ungefähr so kann man sich das auch vorstellen mit den Eklipsen. Ja, Eklipsen sind die energetischen Höhepunkte des Jahres, könnte man sagen. Das sind die mächtigsten kosmischen Ereignisse, die wir von der Erde aus auch beobachten können. In diesem Fall haben wir jetzt es nicht bei uns direkt, dass wir rausgehen und hochschauen und sagen, oh, Sonnenfinsternis. Da müssten wir schon nördlicher unterwegs sein. Aber grundsätzlich ist die Energie da und die wirkt aufs Kollektiv. Und dieser Neumond, den wir haben, der findet in Wassermann statt. Unsere Mondknoten, an denen wir erkennen können, dass es eine Eklipse ist, befinden sich aber noch in Jungfrau und Fische. Und was bedeutet das? Also wir hatten jetzt einen längeren Zyklus, als diese Mondknoten durch diese Achse gelaufen sind, also der nördliche Mondknoten in Fische, der südliche in Jungfrau. Das, was wir loslassen dürfen oder was wir abschließen dürfen, war in dem Jungfrauhaus in unserer persönlichen Chart. Und dahin, wo wir uns entwickeln, wo wir uns ausdehnen, wo wir eine neue Vision für unser Leben entwickeln, war im Fischehaus. Und das ist jetzt eine Zeit lang gelaufen. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wann das genau losging. Die Fische- und Jungfrauachse begann so um den 17. September 2024. Also seitdem Gefühlt immer bei mir. gefühlt Aber mich immer hat's auch seit mehr 2000. betroffen mit Jungfrau. Ja, aber schön, dass wir jetzt auf was Neues wechseln und Ja, also es läuft noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen dürfen wir dabei bleiben. Und zwar bis zum Februar 2027. Ende Februar 2027 ist diese Eklipsenachse durch. Dann haben wir die eine Weile nicht mehr. Und dann sind wir voll in der Löwe-Wassermann-Achse. Und das, was jetzt auch stattfindet, also dieser Neuanfang, dieser neue Impuls, den der Neumond bringt, das ist eine Sache, die auch einen Vorgeschmack zur nächsten Eklipsensaison im August für uns so anteasert, wo wir schon so merken, okay, das sind die Themen, um die es dann gehen wird in der Entwicklung. Und ja, wie gesagt, dieser Eklipsenzyklus, diese Achse ist dann praktisch bis zum 26. Januar 2028 aktiv. Also das ist so die Ausblickgeschichte. Wir werden uns mit den Themen, die kommen, in diesem Zeitraum befassen. Und es ist natürlich so, nicht alles, du hast schon gesagt, mit der Jungfrau-Fische-Achse war so dein Thema. Nicht jede Eklipse ist für uns so, dass wir sagen, boah, die merke ich voll und da habe ich die nächsten Jahre extrem mit viel zu tun. Es ist vor allem, wenn es unsere persönlichen Häuser trifft, also unseren Aszendent beispielsweise, unser 4. Haus, unser 7. Haus, unser 10. Haus. Das sind so die Achsen in unserer Chart, bei denen wir einfach grundlegend diese Veränderung stärker spüren.
Und deswegen muss man es immer individuell betrachten, aber grundsätzlich ist es ein kollektiver Shift und wir wechseln auch von diese Jungfrau-Fische-Achse war halt Erde und Wasser und da wechseln wir jetzt in Feuer- und Luftenergie. Das ist auch kollektiv eine andere Energie. Das eine sind die Emotionen und das, was uns so erdet, die Materie und Luft sind Gedanken und Gedankenkonstrukte, Kommunikation und Feuer ist so die Leidenschaft, diese Umsetzungskraft, die wir haben. Also es ist grundsätzlich eine andere Energie. Und jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen und auch diesen Punkt gesetzt, dass ja ein Neumond ein Neubeginn ist, ein Start. Also die Sonnenfinsternis ist auch damit eine Art Startpunkt, ein neues Kapitel oder eine unerwartete Veränderung auch, die sich zeigt in unserem Leben. Und nur um noch dieses Eklipsenthema noch etwas dramatischer zu machen. Grundsätzlich haben Eklipsen ja so ein Wundertütenpotenzial, so eine Chaosenergie und es kann sich sehr, sehr dringlich anfühlen, was sich für uns zeigt. Das bedeutet nicht, dass wir das genauso heiß essen müssen, wie es uns serviert wird. Das kann sein, dass irgendwas dramatischer oder viel dramatischer aussieht, als es eigentlich ist. Aber wir dürfen da wach sein und wir dürfen reflektiert sein. Das Wichtigste für diese Zeit ist, nicht den ersten Sprung direkt zu machen, wenn wir sehen, okay, da kommt jetzt irgend so ein Stöckchen, nicht sofort denken, ich muss da springen. Manchmal ist es gar nicht unser Stöckchen. Und diese Energie auch auszuhalten und vor allem den Raum aufzumachen für Nuancen und Zwischentöne und nicht zu sagen, es ist schwarz-weiß, hopp oder top, entweder jetzt oder nie. Das wollen wir nicht. Also natürlich ist es dein Leben, du kannst machen, was du willst. Und wenn das deine Transformation ist, die du jetzt brauchst und sagst, boah, das ruft mich. Ich muss jetzt diese Veränderung starten und ich nehme das ganze Chaos, das es mit sich bringt. Das nehme ich mit, weil es für mich gerade der richtige Zeitpunkt ist. Ich halte niemand davon ab. Es ist nur so, grundsätzlich würde ich nicht sagen, super, wir haben eine gesteigerte Energie. Da schmeißen wir alles über den Haufen und machen alles anders. Würde ich jetzt nicht empfehlen. auch wenn's wirklich ein kraftvoller Neuanfang ist. Wir machen keine Ritualfeuer, wir machen nicht solche Sachen. Also kannst du schon machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Und nicht, weil ich der Meinung bin, du beschwörst jetzt da irgendwelche Dämonen mit nach oben, sondern weil durch die gesteigerte Energie werden wir auch unvorsichtig. Und nachher ist es nicht nur dein kleines Ritualfeuerchen, das brennt, sondern deine ganze Wohnung. Und das wollen wir nicht. Und deswegen beobachten wir nehmen wahr, wir reflektieren. Und ich würde gerne dann, also jetzt, wenn wir noch ein bisschen über Wassermann sprechen, wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir wissen, was so die Grundenergie ist. Aber danach würde ich gerne noch so die Transitenergie, die wir außenrum noch haben, kurz anschneiden. Weil ich habe Sabrina schon vorher gesagt, es ist eine chaotische Zeit. Es ist ein wilder Ritt, den wir jetzt machen. Und ich habe mehrere Zettel vor mir liegen mit irgendwelchen Daten drauf, die ich noch gerne mit einstricken würde. Ja. Bevor du losreitest, Ja, genau. Mach gebe mal ich was. noch schnell meinen Senf zu dem, was uns blüht, weil ich habe mich ja dank dir auch schon sehr bisschen früher damit befassen dürfen und bin gut vorbereitet gefühlt. Die letzten Jahre waren einfach nur Vorbereitung auf das, dass wir jetzt hier Meisterstück machen. Aber eins der Dinge, die ich jetzt für mich und auch für alle da draußen empfehlen würde, wenn es wild wird. Es kann sein, dass nochmal Sachen getriggert werden, dass Dinge hochkommen, dass wir gerade wenn wir schon die letzte Zeit so viel, also wir hatten es ja auch in einer anderen Gruppe schon dieses Thema, oh Gott, ich dachte, jetzt ist endlich Ruhe. Dann kommt nochmal so eine. Nein, es geht nicht darum, dass du endlich Ruhe hast. Es geht darum, dass du so viel schon getan hast, so viel Entwicklung schon geleistet hast und so viel in dir selbst angesehen und liebevoll umarmt hast, dass es doch absolut verdient ist, dass diese Dinge jetzt einen Abschluss bekommen. Einen würdigen Abschluss, aber auch mit diesem Wissen, ich habe hier die bestmögliche Energie, die mir hilft, diese Themen, die nicht mehr zu meinem Leben, zu meiner Konstellation und meiner Energie passen, ein für alle Mal jetzt auch gehen zu lassen, abzuschließen und in etwas Neues, Positives zu transformieren. Also das ist, glaube ich, eins der Dinge, die für uns beide sehr wichtig ist, dass wir nicht mit dieser Panik, oh Gott, da kommt jetzt so eine richtig wilde Tour auf uns vor, egal was Caroline jetzt noch sagen wird. Es ist tatsächlich, es ist alles gut.
es ist immer nur so schlimm, wie wir das Gefühl haben, dass wir zulassen, dass es schlimm ist. Und wenn du beschließt, ich persönlich habe beschlossen, dass das eins der besten Jahre beruflich, privat meines Lebens in gesundheitlichen, in aller Hinsicht wird. Aber ich habe natürlich auch die Vorarbeit geleistet. Ich habe da hingeschaut, wo es weh tut. Ich habe da angefangen zu drehen, wo ich merke, da bewege ich mich nicht. Da darf sich noch ein bisschen was tun. Und alles, was wir vielleicht noch nicht angestoßen haben, wird natürlich uns jetzt schön serviert. Ich meine, wenn du diesen kleinen Berg noch nicht begonnen hast, Stück für Stück abzutragen, dann hast du halt diesen Geröllhaufen jetzt vor dir. Und so hast du vielleicht nur noch so ein paar Steinchen und sagst, das ist ja gar nichts mehr im Vergleich zu dem, was ich die letzte Zeit jetzt schon weggeschafft habe. Und da hinten, da sehe ich schon, ist alles da. Daher entspannt euer Nervensystem. Das Wichtigste wirklich mit einem ruhigen, entspannten Nervensystem und guter Energie in diese Zeit zu gehen. Und wenn ihr das alleine nicht hinkriegt, schnappt euch Business Buddies, schnappt euch eure Freundinnen, schnappt euch eine Community, vorzugsweise natürlich unsere, weil da habt ihr uns auch noch mit dabei in Sacred Systems. Und dann kommt ihr und dann kriegen wir das alles gemeinsam auf die Reihe dieses Jahr. Und jetzt darf uns Caroline mal hier zeigen, was uns blüht. Das hast du sehr schön gesagt und vor allem, ja, ich sage das ja auch nicht, weil ich den Menschen Panik machen möchte. Ähm, Ich möchte jetzt zu einem gewissen Bewusstsein inspirieren, dass wir sagen, wir sehen jetzt, was da auf uns zufliegt und natürlich kommen manche Sachen aus dem Nebel und manche Sachen kommen auch aus 'nem Winkel, wo wir dachten: „Ne, da kann was herkommen." Aber das bedeutet ja nicht, dass es schlecht ist. Und es bedeutet auch nicht, dass wir grundsätzlich an was leiden sollen oder dass wir bestraft werden oder ob das Universum irgendwie nicht will, dass wir erfolgreich sind oder lauter so blöden Schwachsinn. Ich komme nachher noch auf die Kraft von unserem Verstand zu sprechen. Es ist grundsätzlich so, es passieren immer Dinge. Und wir haben immer die Möglichkeit zu interpretieren, sind die schlecht oder sind die gut. Wir können die aber auch einfach mal betrachten und schauen, was macht es für Möglichkeiten auf? Oder welche Möglichkeiten werden jetzt eben geschlossen? Was ist vielleicht nicht mehr möglich? Aber das heißt ja nicht, dass gar nichts mehr möglich ist. Also da wirklich so eine Resilienz auch zu entwickeln. Und der Februar ist wirklich so eine Mischung. Wir haben die härtesten Sachen und wir haben die beglückendsten Sachen irgendwie gleichzeitig in so einem Mix, in so einer bunten Schale. Und es ist wirklich so ein Ding, wenn ich über was dramatisch spreche, dann bedeutet das nicht, dass es ein Zeichen für irgendjemand sein soll, sofort sich hinzulegen und totzustellen. Also bitte nicht. Es ist nur, Dadurch wird's auch nicht besser, leider. Haben wir dadurch alles wird's schon auch nicht, versucht. genau. Also wir dürfen schon flexibel bleiben und in den Knien, immer locker in den Knien, dann sind wir beweglich. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und ja, also Wassermann, um mal kurz, das Wassermann ist eines der missverstandensten Zeichen überhaupt. Ich versuche es kurz und mit den gängigen Attributen zu beschreiben. Also man könnte über jedes Tierkreiszeichen stundenlang reden. Man könnte vor allem über Wassermann und diese Wassermann-Löwe-Achse sehr, sehr lange sprechen. Grundsätzlich ist Wassermann ein Zeichen. Es wird auch oftmals interpretiert, es wäre ein Wasserzeichen. Nein, ist es nicht. Es ist ein Luftzeichen. Es geht um Gedanken, es geht um Wissen, es geht um Gedankenkonstrukte, es geht um Visionen für eine Zukunft und das Individuum, das sich gegen die Gruppe stellt. Und das sagt, mir ist meine Individualität so wichtig, dass mir egal ist, ob ich zur Gruppe gehöre oder nicht. Und dann in die Welt hinauszugehen mit dem, was man ist, sich so zu zeigen, wie man ist und das Wissen, das man hat, also diesen Schatz an Weisheit, wie das Wasser von der Quelle wieder zur Gruppe zu tragen und zu sagen, hey, das ist meine Vision von der Zukunft, das bin ich, das ist meine Vision, wie die Welt sein kann. Und das macht es auch so für die Gruppe oft so out of touch. Man sagt so, Wassermann ist so das unsozialste soziale Zeichen, weil es außerhalb der Gruppe agiert und nicht so emotional verstrickt ist mit den anderen Menschen, weil es eher so den von der Gruppe außerhalb stehend den Blick auf die Gruppe hat und da halt auch bewertend sein kann, aber es hat einen hohen Erfindungsreichtum, es bringt außergewöhnliche Konzepte mit sich, die Qualität dieses Zeichens und grundsätzlich geht es hier um das Individuum, das sich gegen die Gruppe stellt. Es geht um eine Rebellion und das Befreien von dem, was uns homogenisieren möchte. Also da, wo wir sagen, wir machen
irgendwelche Trends mit, wir verhalten uns alle gleich, wir haben alle, wir haben alle das gleiche Make-up drauf, wir haben alle den gleich aussehenden Insta-Feed, wir machen alles irgendwie gleich. Da ist die Frage, können wir uns davon lösen? Können wir unsere Individualität leben und nicht in der Gruppe verschwinden? Und ja, das ist so eine Grundenergie von Wassermann. Und wie gesagt, man könnte viel, viel tiefer noch in alles reingehen. Aber es ist auch ein Zeichen, das jetzt für den Winter steht. Die Sonne ist da praktisch in einem Zeichen, in dem es jetzt, naja, ihr nicht so gut geht. Es würde ihr in Löwe sehr gut gehen und in Wassermann ist irgendwie nicht so ihr Ding, weil da einfach das Licht nicht da ist. Und was Wassermann auch macht, sein Herrscherplanet ist Saturn, er baut Strukturen. Er baut Strukturen im Denken für die Gemeinschaft, für eine bessere Zukunft, was auch immer das heißen soll, je nachdem, was man für eine Ideologie hat. Und wenn die Sonne nun in einem Zeichen ist, wo es ihr nicht so gut geht, weil nicht so viel Licht da, sie ist eher schwach in ihrer Kraft, in ihrer Strahlkraft, was hält uns und unser Leben und unser Business am Laufen? Es sind Systeme, es sind Strukturen und es sind unsere Routinen. Und das sind Dinge, die wir durch Reflexion und mental bauen können. Also die Strukturen sind das, was uns dann in den Gängen halten und uns ermöglichen, nach außen zu wirken und unser Ding zu machen, wenn uns auch gerade energetisch nicht so wirklich viel Kraft zur Verfügung steht. Und ja, das ist auch noch eine Sache, die ich mit reinbringen will, weil, ähm, worauf ich dann noch zu sprechen komme, auf den Saturn, das ist wirklich eine entscheidende Sache von Wassermann, es sind die Systeme. Und auch das Infragestellen, welche Systeme tragen, welche sind gut für uns und welche können wir jetzt mal hinten überschmeißen, weil sie eben nicht das unterstützen, was wir brauchen, um ja, unsere Vision zu leben oder auch unsere wichtigen Sachen an den Start zu bringen. Genau, das wäre jetzt erstmal so ein Rundumschlag durch Aquarius, durch Wassermann. Und ja, Sabrina, hast du da noch Anmerkungen zu? Ich finde das ein sehr schönes Bild. Es hat mir auch noch mal so ein kleines, 'ne Szene gemalt, dass wir, wenn du jetzt früher, als wir ja so also, als wir noch nicht auf der Welt waren, sondern die Menschen sich mehr, auch vorbereiten mussten für den Winter, dass dieses Gefühl von: Die Sonne ist noch nicht da, du kannst noch nix anpflanzen, es wächst noch nix. Du bist angewiesen auf das, wie gut du vorbereitet hast, was du für ein System gebaut hast, damit du durch den Winter kommst. Hast du Vorrat angelegt? Hast du dir eine Strategie, und eine Umsetzung gemacht, dass du sagst: „Okay, mit dem kann ich haushalten, bis die Natur wieder in der Strahlkraft ist und, wieder erblüht und ich wieder neue Ressourcen bekomme?“ Also, fand ich ein sehr spannendes Bild und gibt dann irgendwie auch zu diesem Wassermann noch mal so eine Stimmigkeit. Bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ja, also das ist es, unsere Strukturen und Konzepte. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo ich sage, es wird halt wild. Also wir haben praktisch grundsätzlich in dem Monat eine große Vorwärtsbewegung. Das habe ich, glaube ich, in unserer letzten Episode auch schon angesprochen oder zumindest habe ich es mental gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe es zumindest gedacht. Sehr viel geht nach vorne, sehr viel verändert sich, sehr viel switcht von Wasser, Erde zu ja, Wasser, Erde zu Luft und Feuer, also praktisch diese wirklich Gedanken, Leidenschaft nach außen, Umsetzungskraft. Und wir haben auch gerade den Saturn, der jetzt dann wechselt in Widder und dann auch wirklich drin ist. Also der geht dann nicht mehr rückläufig zurück, der ist dann drin und läuft da durch. Und der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises. Es ist das Zeichen, das für jetzt sofort lossteht. Und Saturn ist unser Planet, der praktisch uns ja das Erwachsenwerden beibringt, die Reife beibringt, die Verantwortung beibringt und sagt, wir dürfen die Sachen Schritt für Schritt durcharbeiten. Und jetzt ist er in einem Zeichen, das sagt, Moment, ich möchte aber jetzt explodieren. Und wir werden lernen, dass manche Sachen hart erarbeitet werden. Wir werden sehen, wo unsere Grenzen sind, weil Saturn, der hat ja auch schon den schönen Gürtel außenrum, der Planet, der zeigt uns Grenzen auf. Aber an Grenzen können wir auch wachsen und wir können sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, da geht's nicht weiter, dann darf ich aber vielleicht meinen Weg woanders suchen. Und diese Energie kommt mit dazu, weil es der Herrscherplanet ist von Wassermann in diese Gesamtgeschichte mit der Eklipsenzeit.
Also wir schauen immer, je nachdem, welcher Vollmond oder Neumond ist, wie geht's dem Herrscherplaneten, weil die Themen auch mit einspielen. Und deswegen, ich finde dieses Feurige und dieses, Gedankengeladene, das ist eine sehr starke Vorwärtsbewegung. Und in dieser Zeit, wo wir diese Eklipsen haben, haben wir Merkur, der in den Schatten geht, also praktisch nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also unsere Kommunikation, unsere Denkfähigkeiten, welche Wörter wir wählen und unser Blick für Details und so, der geht in den Schatten, der ist nicht mehr zurechnungsfähig. Also die Sache ist die, wir können jetzt Erkenntnisse haben, wir können Dinge sehen, die sich nach Drama anfühlen, nach einer Dringlichkeit anfühlen, aber wir werden nicht unbedingt nicht so gut fähig sein, das zu kommunizieren oder in Worte zu kleiden oder logisch begründen zu können. Und das ist die Schwierigkeit von dem, was wir jetzt gerade erleben werden in dieser Eklipsenzeit. Weil wenn Merkur rückläufig ist, es gehen Dinge langsamer. Wenn wir reisen wollen, geht das langsamer. Wir haben vielleicht Verspätungen, Verzögerungen, die nicht vorhersehbar sind. Oder wir haben kommunikative Probleme. Wir haben vielleicht irgendwelche komischen Hin- und Her-Diskussionen per E-Mails. Oder wir haben Debatten mit Leuten, die irgendwie die nicht zu einem Ergebnis führen und solche Sachen. Und ich möchte dazu einladen, in dieser Eklipsenzeit, alles, was sich nach Drama und, oh Gott, ich muss sofort entscheiden, diese Dringlichkeit triggert bei uns, auch mal so zu betrachten wie, vielleicht ist es, ja genau, Nervensystem runter, aber vielleicht ist es auch ich habe so diese Scammer-Energie irgendwie mit da drin in meinem Kopf, wenn ich mir das vorstelle. Diese E-Mails, die man kriegt, wo steht, du musst jetzt sofort hier klicken, weil sonst hast du eine Sperrung auf deinem YouTube-Kanal oder was weiß ich was. Und man denkt so, Moment, also mit dieser Dringlichkeit schreibt dir keine offizielle Stelle irgendwas. Also das ist nicht, ja, aber dein Nervensystem macht schon Panik und sagt, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt nicht mache und dann versuchst du das logisch zu begründen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, wenn wir erstmal Merkur in Fische haben. Wie gut reden Fische? Die sind relativ stumm. Also Merkur in Fische ist eher wortkarg. Und generell Wasserzeichen sind eher wortkarg. Aber Fische, Merkur ist keine gute Kombi. Ähm, wir haben hier eine Herausforderung, also er ist in seinem Schatten, er ist nicht zurechnungsfähig. Er hat nicht die richtigen Tools, um das zu machen, was er eigentlich machen wollte in Fische. Deswegen alles, was unsere Logik, unser Verstand, unsere kommunikativen Fähigkeiten betrifft, da setzen wir jetzt nicht drauf. Wir gehen jetzt nicht in hitzige Debatten. Wir fangen jetzt nicht an, Grundsatzdiskussionen zu führen, warum sich gerade was gut anfühlt oder nicht. Also unser Verstand wird uns ausreden wollen, warum sich gerade was körperlich richtig anfühlt, weil es noch nicht weiß, warum sich's gut anfühlt. Und da dürfen wir wirklich wachsam sein, weil wir deswegen sage ich, es ist wild. Parallel dazu haben wir Venus in Fische. Und Venus in Fische fühlt sich unendlich wohl. Das ist so richtig, das ist so ihr Bereich, da ist alles mit allem verbunden und man kann das genießen. Und dann macht Venus auch noch so ein wunderbares Trigon zu Jupiter in Krebs. Und das ist einfach herrlich. Also sowas Gutes kriegen wir die nächsten 5 Jahre nicht oder die nächsten 4 Jahre nicht. Das ist wirklich Chefskiss. Also wir konzentrieren uns darauf, in dieser Zeit, die wild ist, wo wir vielleicht nicht die richtigen Worte finden oder die richtigen Gedanken greifen können, zu schauen, was tut mir ganzheitlich gut? Was erhebt meinen Geist? Was unterstützt meine Werte? Wo fühle ich mich richtig bei mir selbst angekommen? Und das praktisch als das Ventil zu sehen, um durch diese Zeit zu gehen. Also das ist so meine Einladung. Vielleicht, wenn man gerade in der größten Panik ist, hilft einem auch kein Schaumbad weiter. Aber vielleicht ist der Moment, wo ich sage, ey, ich könnte mir jetzt 3 Stunden lang den Kopf zerbrechen oder ich gehe in die Badewanne. Vielleicht die Entscheidung ist klüger, du gehst in die Badewanne. Oder machst irgendetwas, um das zu stärken. Weil wenn du deine Chart kennst und du weißt, wo deine Wasserhäuser sind, also Krebs, Skorpion und Fische, das sind die Lebensbereiche, die gerade wunderbar unterstützt werden in der Zeit. Also da kannst du wirklich, wenn du merkst, da sind Genussmomente, stell die nicht in Frage, sondern leb die aus, nutze das, um deine Vision zu stärken, um deinen Weg zu stärken und lass dich nicht verunsichern und mache keine Grundsatzdiskussion über irgendwas, wo du nach der Rückläufigkeit von Merkur
in so eine Hangover-Phase gehst und denkst so, boah, was habe ich denn da erzählt? Was habe ich denn da gemacht? Das wollen wir nicht. Wir wollen den Spaß finden in diesem ganzen Trubel. Und das ist das ist mein Mondimpuls, das ist meine Botschaft, die ich da rauslese. Und wie gesagt, es ist ein wilder Ritt. Noch so Side Note hier. Am 17. ist der Neumond. Am 17. ist das chinesische Neujahr, das Jahr des Feuerpferdes beginnt. Also bitte. Ja, Neujahr hat ja schon quasi, glaube ich, haben sie ja schon gefeiert oder so, aber das Feuerpferd wechselt jetzt erst. Genau, am 17. Das Und ist alles da schön kommt nochmal, gleichzeitig. ja, Also da kommt Feuer in die Bude. da ist wirklich Feuer in der Bude und deswegen, es ist wild, es ist gar nicht, das ist immer so die Frage, wenn du irgendwas astrologisch deutest, du fragst dich immer, was hat die höchste Priorität in dieser Konstellation? Worauf legst du den meisten Fokus? Dass da jetzt noch ein Quadrat zu Uranus dabei ist, das ist wie so ein Ellenbogenschubser von der Seite. Es kann ein Moment sein mit einer Überraschung, mit einer Botschaft, mit der man nicht rechnet. Aber das ist so ein kleiner Moment im Vergleich zu dem, was der Eklipsenzyklus abbildet, weil der eine Veränderung oder einen Wandel darstellt, der über Monate und Jahre sich ziehen kann. Also, das ist, wie gesagt, es ist nicht dazu da, um irgendjemand Angst zu machen, aber um bewusster zu machen, dass wir in manchen Bereichen eben unterstützt und getragen werden und auch selbst dafür Strukturen und Routinen und Systeme bauen dürfen. Und auf der anderen Seite immer wieder Dinge kommen, die unseren Wandel und unsere Transformation triggern. Also ja, das ist so, ich hab den astrologisch-kosmologischen Teppich jetzt ausgerollt, da dürft ihr jetzt drauf tanzen, bitte. Aber ich hoffe, es war verständlich. Wenn Fragen sind, kommt in die Community und stellt sie da. Ähm, wir freuen uns. Ja, das wäre es jetzt erstmal von mir, bevor ich jetzt wieder anfange, über irgendwelche Jahreszahlen zu reden, die nur verwirren. Aber es geht jetzt los. Es ging im letzten Jahr schon los. Letztes Jahr war der Vorgeschmack des Training. Jetzt gehen wir da richtig rein. Und ich bin einfach gespannt, was kommt. What a time to be alive. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch, wenn wir es zusammenfassend betrachten, es ist, es ist so viel mehr wichtig denn je, dass wir in unserer Energie bleiben, beziehungsweise wenn du noch nicht in deiner Energie, in deiner guten Energie, in deiner Kraft bist. Und ganz ehrlich, wir sind das nicht dauerhaft. Wir sind das als Frauen wahrscheinlich einmal im Monat schon weniger. Dann sind wir es, je nachdem, wie gestresst wir sind, weniger. Aber viel wichtiger als das, wir sind ja wie so eine Waagschale. Wir müssen nicht dauernd ausgeglichen in einem Stillstand bleiben, sondern wir dürfen beobachten. Bin ich gerade in Schieflage hier oder in Schieflage hier? Brauche ich ein bisschen mehr auf der Seite oder auf der? Und ich glaube, diese Achtsamkeit und auch was ich rausgehört habe durch Venus, diese Selbstliebe, sich einfach selbst liebevoller zu betrachten und zu sagen, hey, ist alles gut. Und wenn du merkst, da kommen Dinge hoch, die dich triggern. Ich finde, sobald hier Merkur in Richtung rückläufig geht, das ist so habe ich mir im Kalender eingetragen, weil ich dann einfach weiß, ab da möchte ich keine Diskussionen mit jemandem führen, weil ich schon weiß, dass ich schärfer antworte, mein Gegenüber schärfer antwortet, mein Kind, keine Ahnung, was das macht, aber im Grunde kann dir das halt auch mit deinen Geschäftspartnern passieren. Es kann dir mit deinen Kunden passieren. Es kann dir an jeder Stelle, in der du in Kommunikation gehst, passieren, dass die Kommunikation nicht so schön läuft und fließt, wie sie ist, dass Missverständnisse entstehen. Und dann zu wissen, hey, ich kann das wegkuscheln. Vielleicht nicht gleich mit dem Gegenüber, mit dem du gerade streitest, aber mit dir selbst, indem du liebevoll sagst, okay, vielleicht gehe ich nachher mal kurz in Stille mit mir, um zu schauen, was hat mich da gerade. Es war nicht die Person, die das gerade mit mir gemacht hat. Es war ein Gefühl, was in mir entstanden ist. Was ist da passiert? Und so können wir achtsam und liebevoll mit uns selbst umgehen, ohne unser Gegenüber komplett zu zerfetzen. Weil der hat ja das gleiche Thema. Und das ist aber dem seine Verantwortung, ob der das gleiche genauso achtsam machen möchte wie du oder eben nicht. Und es ist nicht unsere Aufgabe, dem Gegenüber zu sagen, wie er oder sie oder wer auch immer zu sein hat oder agieren soll. Und gerade in dieser Zeit, finde ich, darf man ein bisschen mehr, sagen wir mal, so einen kleinen Bonuspool an Geduld mitgeben und sagen, ist nicht die beste Zeit, um jetzt wichtige Gespräche oder Entscheidungen zu treffen, aber es ist eine sehr gute Zeit, um für sich selbst Fürsorge zu tragen, bei sich zu bleiben
Und vielleicht diese Dinger, die man jetzt schon lange gespürt hat und die einen nochmal so begegnen, zu sagen, weißt du was, jetzt ist aber gut. Jetzt darfst jetzt komm her. Jetzt komm her. Wir reden das jetzt aus. Nicht du und der Partner oder du und der Mensch, sondern du und dieses Gefühl. Wir zwei, wir schauen uns das jetzt nochmal an und dann darfst du gehen. Und dann, was wir dann in der Lage sind, als diese neue Person, die dann rausgeht in die Welt, wer bin ich ohne diesen Gedanken? Ne? Also eins der schönsten, war das ich bringe die immer durcheinander, Byron Katie oder Louise Oh Hay. Gott, ich und Eine der beiden. Wer es weiß, Zitate. schreibt's gerne. Aber finde ich sehr spannend. Welche Person bin ich, wenn ich nicht mehr die Person bin, die das denkt oder fühlt über sich selbst? Und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Möglichkeit die nächste Zeit. Und ja, jeder, der sich gerne dazu ein bisschen Unterstützung holen möchte und auch von uns unterstützt werden möchte, herzliche Einladung, in sacredsystems.de mal reinzuschnuppern und in die Community zu kommen, kostenfrei. Haben wir einen sehr schönen Bereich mit den Mondimpulsen und wir geben auch natürlich hierzu nochmal eine schöne Übung. Wir werden keine Feuerrituale geben, sondern Besser ganz nicht. entspannte Selbstliebe, Möglichkeiten und ja, ein bisschen Hilfestellung durch diese turbulente Zeit sich besser orientieren zu können. Ja, ich mache jetzt auch noch eine schamlose Werbung hier an der Stelle, Bitte darum. aber ist mit den besten Intentionen. Also, dadurch, dass ich mich ja schon seit Jahren mit dem Mond beschäftige und meinen persönlichen Zugang zu Astrologie oder diese Zyklen an sich über die Eklipsen gefunden habe, weil das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, in welchen Lebensbereichen für einen diese Eklipsen stattgefunden haben und man geht dann seine eigene Historie zurück und man denkt dann: „Oh, sehr interessant, dass immer dann die Häuser gerade aktiv sind, in denen irgendwie, also lebenstechnisch, lebensthementechnisch besondere Veränderungen stattgefunden haben, noch zu einem Zeitpunkt, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass das irgendwas mit irgendwas zu tun haben kann. Ähm, das hat mich schon sehr, also das hat mich schon sehr verbunden mit diesen Eklipsen und mit dem Thema. Und eben auch damit, dass man nichts übers Knie brechen soll, aber diese Zeit einfach auch herausfordernd sein kann. Und deswegen habe ich das, worüber ich mir jahrelang Gedanken gemacht habe, zusammengeschrieben und einen How to Eclipse Survival Guide erstellt. Und ja, ich glaube, wir können den auch verlinken unten, wer da gucken möchte. Also wie gesagt, es ist eine Einladung und es ist ein Guide, den man für jede Eklipse praktisch verwenden kann und immer schauen kann, was geht gerade für mich ab, wo darf ich gerade hinschauen und natürlich auch mit ein paar sanften Ritualen, die eben nicht inkludieren, dass man sich die ganze Wohnung abfackelt, sondern was einen einfach unterstützen kann in der Eklipsenzeit. Genau. Also der How to Eclipse Guide ist zu erhalten, wenn man den haben möchte. Muss man Große nicht. Man kann das Empfehlung. auch alles ohne machen. Man kann auch einfach schauen, was sich für einen zeigt. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass es nicht hinterher heißt, warum habe ich nichts gesagt. Ganz genau. Ich habe ihn mir heute schon kurz ansehen dürfen und ich war sehr beeindruckt. Ich habe schon angefangen damit zu arbeiten, bin natürlich wieder vogelwild durchgeprescht und habe die Hälfte überlesen. Also darf ich dann nochmal durch. Es ist wahnsinnig viel spannendes Zeug drin und sehr hilfreich vor allem. Und nicht nur für dieses Jahr, sondern du kannst damit eigentlich dauerhaft arbeiten, Du weil du musst kannst ja nur dann, rückwirkend damit arbeiten, du kannst ja, will ich auch zukunftsmäßig damit unbedingt mal arbeiten. machen. Vielleicht mal in so einer ruhigeren Phase, wo man eh nicht so viel nach außen machen soll, gehe ich mal in Reflexion und schaue mir die letzten Eklipsenjahre an. Mit vielen so, oh, that's why Momenten. Und ja, lade ich euch herzlich dazu ein, das auch zu tun. Sehr schöner Eklipsen-Guide mit vor allem sehr schön, finde ich, immer wieder diese Häuserzeichnungen, die du gemacht hast, die wir auch in der Community haben. Die hast du da nochmal in groß drin. Und das ist so hilfreich zu wissen, das ist in dem Haus und das bedeutet für mich, folgende Themen wären jetzt möglich. Das ist einfach für mich so als zack, 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 fertig und damit kann ich arbeiten. Es muss einfach praktisch sein. Und Astrologie ist grundsätzlich gar nicht so schwer, wenn wir es entmystifizieren und einfach schauen, okay, das ist mein Startpunkt, das brauche ich, da darf ich hinschauen und das ist mein Ziel. Also wir versuchen ja hier nicht was mystischer zu machen, als es ist, sondern wir versuchen, also du auf deine Weise, ich auf meine Weise, wir versuchen immer unsere Impulse greifbar zu machen und
ja, mit was zu verbinden, was man für sich umsetzen kann, weil alles andere ist irgendwie so eine Ego-Geschichte. Das wäre jetzt wieder ein eigenes Thema, aber es geht ja nicht darum, dass jemand sagt: „Oh, Caroline, du weißt viel, davon kann ich mir nichts kaufen.“ Ich möchte, dass das, was ich weitergebe, jemand hilft. Und, das ist so mein Ansinnen und ich denke, wir können alle super individuell gerade mit Neumonden, Vollmonden und Eklipsen für uns arbeiten. Ich habe langsam das Gefühl, dass Astrologie wie so eine und auch Human Design oder je nachdem, welches System, dass es wie so eine Fremdsprache ist. Also, am Anfang hast du keine Ahnung, was die da reden und dann hörst du immer ein bisschen mit. Ich meine, ich bin ja jetzt quasi kein Native Speaker. Ich bin ja eigentlich ich lerne ja nicht mal die Sprache, sondern ich höre ja einfach nur im Gespräch mit Caroline immer wieder und google dann ein paar Wörter, wenn man's so auf Sprachebene übersetzt, was das eigentlich jetzt, matchen könnte. Und dieses Gefühl von langsam kriege ich, also jeder, der schon mal eine Fremdsprache gelernt hat, kennt dieses Gefühl, wenn man das Wort selber noch nie gehört hat, aber durch den Sprachgebrauch von jemand anderem das Gefühl bekommt, das könnte das und das heißen. Und so fühlt sich dieses: okay, das gibt mir diese Vibes und das gibt mir dieses Gefühl. Und dann hast du irgendwann weißt du, dass, wenn dich jemand fragt: „Was bedeutet dieses Wort eigentlich?“ Dann kannst du es gar nicht auf ein Wort festnageln, weil du die Sprache nicht anhand, von Eins-zu-eins Wortübersetzungen gelernt hast, sondern du sagst: „Ja, das ist sowas wie das und das und das und das und das.“ Und so fühlt sich das an. Wenn du jetzt einen Planeten beschreibst, kriege ich langsam so ein Gefühl von: „Okay, ich weiß, was für ein Wortgefühlspool da auf mich zukommt, wie sich das anfühlen kann.“ Und jeder Planet und jede Konstellation gibt dem Ganzen noch mal verschiedene Silben und Betonungen. Und Gen ich aber glaube, genau so Astrologen ist es. sprechen das dann fließend als Sprache, was sehr spannend ist und, was aber auch völlig in Ordnung ist, dass der Großteil von uns diese Sprache nie sprechen wird. Aber dadurch haben wir ja Gott sei Dank Astrologen als Übersetzer. Ja, und also, das ist genau das. Also, es ist 'ne Sprache und was mir dabei wichtig ist, dass niemand vor 'ner Vokabel Angst hat. Dass niemand sagt: „Oh Gott, Mars ist 'n böser Planet, da muss ich jetzt aufpassen.“ Es hat alles für uns Aspekte, die uns praktisch nach vorne bringen und es hat Aspekte, die herausfordern. Und deswegen, mir ist eigentlich nur wichtig, dass, auch wenn man die Sprache nicht kennt, dass man nicht vor einzelnen Worten Angst hat. Dass wenn jemand sagt: „Oh Gott, der Saturn-Return, dann bricht mein ganzes Leben zusammen“ oder so. Ich versuche es herunterzubrechen, dass eben nicht das Leben zusammenbricht, sondern dass wir einfach 'n dass es greifbarer wird, wofür das steht. Und gerade mit Saturn, dass es um Reife geht, um Entwicklung, um Verantwortung. Und es sind wichtige, wichtige Themen in unserem Leben. Und dafür steht der Planet. Fertig. Es ist nicht der kommt und haut uns von hinten in die Hacken. Ja, wenn wir die Verantwortung für was nicht übernehmen wollen, dann vielleicht schon. That's Aber it. Ja. aber das ist einfach die menschliche Erfahrung, die wir machen, durch den Kosmos erklärt. Mehr ist es nicht. Das ist, finde ich, zu 100% die Beschreibung von dem, ob du als gerade weil wir uns ja auch an Menschen im Business-Kontext richten. Du hast in deinem Unternehmen hast du ja auch gelernt, wenn ich mich auf Erfolg ausrichte, ist die Chance für Erfolg höher. Wenn ich mich auf Fehler und Fehlersuche ausrichte, ist die Chance auf Versagen höher. Und jeder, der sich ein bisschen mit Mindset-Arbeit beschäftigt hat, weiß ganz genau, das, worauf ich meinen Fokus lege, wird more likely in mein Leben treten. Und warum beschließen wir dann, dass wir uns dann in Sachen wie Astrologie hinhocken und sagen: „Oh Gott, da kann ich jetzt nichts tun, das wird über mich hinwegschwappen wie so eine Welle“, wenn wir doch eigentlich wissen, dass das auf uns zukommt und wir surfen lernen können. Und dafür sind wir hier, dafür ist diese Community da, dafür sind Caroline und ich angetreten, dass wir gerade Frauen, die sagen: „Hey, ich mache hier mein eigenes Ding und es ist eh schon alles so wie ein Jonglieren auf einem Bein mit 10 Bällen in der Hand und jetzt soll ich auch noch surfen lernen auf dem Skateboard.“ Ja, 'cause why not? Wir machen das und wir machen es möglich, aber noch viel schöner, wir zeigen dir, wie du es machen kannst, dass es dich nicht einfach schnell vom Stangerl haut. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle nochmal jedem, der zuhört und an Caroline, die uns da so geduldig erklärt, auf was wir alles achten dürfen. Und holt euch unbedingt diesen Eclipsen Guide, der ist der Wahnsinn. So, I'm out. Bis zum nächsten Mal und viel Bis zum Spaß damit. nächsten Mal. Ciao.